$20,000 für jeden, der die Platt auf 1 Yards treffen konnte. Wird sich nur blamieren, das war der Law-Test-Kommentar, als der alte Mann in der Verblichen in Feldmutz und die Fuhline trat. War 78 Jahre alt, schmal in den Schultern, sein Hand altersfleckig, und ging mighty der Vorsitzenden Sparsamkeit eins Mannes, dem sein nie seit 30 Jahren die Wahrheit sagten. Etwa 40 Leute drängten sich den Stand auf der Präzisionsgewehr Mess. Die meisten von ihnen hielten Gewehr im Wert von $12,000 und trugen Zielfernrohr, die mehr kosteten als die Trucks, mighty denen sie angereist waren. Und jeder von ihnen hat das ganz Wochenende über dasselbe beobachtet, Schütze Schütze traten, machte sich bereit, schoss und würfelt. Die Platt hing dort draußen auf 1 Yards. Ein 10 Zoll Scheibe aus Stahl, orange bemalt. Auf die ist der Stand so klein, dass man sie mit dem Domenigal hat verdecken können. $20,000 in bar für den 10, der sie treffen wird. Nur Feinvisiering, keine Zielfernrohr, keine Elektronik. Die Firma hat das Gür und die Munition gestellt, und die Firma war sich sehr, sehr sicher, dass sie ihr Geld behalten wird. Dann fragte der alte Mann mit so leiser Stimme, dass der junge Mann Stand sich vorbeugen musst, ob sich das Lagerwehr ausborgen und einen Versuch wagen darf. Wenn sie Gemmel so angeschaut wurden, als wären sie bereits erledigt, als lag das Best in ihnen längst hinter ihnen und jeder konnte sehen außer ihnen selbst schreiben sie, jetzt Sympathie in die Kommentar. Denn dies ist die Geschichte eines Mannes, der sein ganzes Leben lang die sen Blick Beckham und nahe ein einziges Mal korrigiert. Der junge Mann Stand heißt Dylan, und Dylan war kein grausamer Mensch, nur ein selbstbewusster, was mit 26 like dasselbe aussehen kann. Hat einen tätowierten Arm, wissen über ballistische Koeffizienten und den für sein Schützengeneration typischen Glauben, dass Treffsicherheit ein Problem sei, das man mit Ausrüstung lost. Hat das ganz Wochenende ex-Militars, Anfang 40 mit Plattentragen, und Range absichern und Diocese getreten, und die Stahlplatt im Meterwürfeln sehen. Als also ein Mann, altgenig, sein Großvater zu sein, das Geobat, tat Dylan, was freundlich hielt. Lächelt und sagte, Sir, das ist wirklich ein weiter Distanz. Wir hatten das ganz Wochenende Wettkampfschützen, die nicht mal in die Nahe kamen. Sind sie sicher, dass sie ein Patroni dafür ausgeben wollen? Der alte Mann sah mit blassen, geduldigen Augen und sagte nur, wenn es keine Mühe macht, ein paar Leute lachten, nicht bösartig, sondern so, wie ein Mensch lacht, wenn sie im Voraus entschieden hat, wie ein sich ausgehen wird. Jemand murmelt etwas darüber, dass sich blamieren wird. Der alte Mann hört es. Hat es schon vorher gehört. Rückte sein Mutze etwas fester, und streckte die Hand nach dem Gür aus. Es war ein Palmagür, ein schwerluftiges .308 Gebot genau für dies Art von Grausamkeit. Ein Lock im Hintern, ein Ringhorn von mit dunnem Einsatzring, ein Lederriemen, und nicht ein Gramm Glasagendo daran. Die Munition war ein 155 Grain Matchgeschoss, die wohl der Langdistanz Wettkämpfer, geformt, den Wind über ein gut Mail hinweg zu bekämpfen. Dylan reichte es ihm, in der Erwartung, es in 15 Sekunden zurückzubekommen. Aber der alte Mann brachte es nicht sofort in Anschlag. Tat nichts schnell. Legte sich den Riemen hocken den Arm, so wie man es hüt nicht mehr lört, zog ihn fest, bis einschnitt, und ließ sich in einer einzigen, gelenkigen Bewegung in die Bordschlich sinken, hinter dem Gür, wie Wasser, das seine Form findet. Dann hielt in. Lag einfach da. Dreht den Kopf ein paar Grad und blickte über die Stahlplatte hinweg, über den Erdwall,
bis zum fernen Rand des Schießstands, wo an der 1-Yard-Linie ein Einzelamerikanisch Flag an einem Mast stand, sich streckte, viel und sich wieder streckte in einem Wind, denn sonst niemand in dieser Mensch sich die Mühe gemacht hat zu lesen. Beobachtet sie 30 Sekunden lang. 30 Sekunden ein sehr lange Zeit, wenn 40 Menschen darauf warten, dass man versat. Beobachtet die Flag und die Hitzeflimmer, die vom Gra aufstiegen. Die Luftspiegelung Jean Seichen, des einem alten Schutzen mehr über den Wind auf 600 Yards wert als Jeds Mesterat konnte. Sein Lippen bewegten sich ganz leicht, so sich die Lippen eins Mannes bewegen, direkt net etwas, das vor so lange Zeit gelernt hat, dass die Zahlen längst nicht mehr braucht. Dann stellte 2 Minuten Seitenverstellungen der Kimme ein, 8 mit halb aus, und brach den Schuss. Für ein Sekund geschah nichts. 1 Yard sind weitgenig, dass das Geschoss den Schall seiner eigenen Ankunft überholt. Das Gier hat sich schon wieder in sein Schulter gesetzt, bever Gengemand etwas hort. Und dann kam über all das finsche Land der Klang, auf den das ganz Wochenend gewartet und nicht mehr daran geglaubt hat, ein klares, helles Klingen. Stoll, der singt. Die orangefarben Platt schwangen ihre Kette, hin und her, das Licht einfangend. Der alte Mann auf nicht den Verschluss aus Gewohnheit. Legte das Gier behutsam mit bei den Händen auf das Zweibein, als sei es etwas Gelehens und Kostbares, und blieb noch einen Moment liegen, nicht zum Jubel gewohnt, der hinter ihm schon losbrach, sondern zu der Flag, da immer noch im fernen Ende des Felds flatterte. Dylan jubelt nicht. Dylan stand da, den Mund leicht Jeffnet, und sein Selbstvertrauen, which aus seinem Gesicht wie Farbe, denn hat etwas gesehen, das sein Ausrüstung nicht erklären konnte. 1 Yards, a Feinvisiering, kalter Lauf, ein Schuss. Hat Männer mit Ausrüstung für $80.000, Laserentfernungsmessen und Ballistik-Apps gesehen, die Munition verbrauchten und dabei scheiterten, das zu tun, was dieser Mann gerät in unter einer Minute mit einer Flag und zusammengeschniffenen Augen geschafft hat. Jemand rief schon nach den Kameras. Jemand anders fragte den alten Mann nach seinem Namen, worin dieser sich langsam wieder aufrichtet. Ein Hand auf Dylans dargebotenen Unterarm gestützt, Dylan hat ausgestreckt, ohne nachzudenken. Kessler, sagte nur. Ray Kessler. Danke fürs Auslehen, mein Jung. Ist ein Gutsgier, sagte es, wie man jemandem für ein Tass Kaffee dankt. Hier ist, was die Menschen diesem Schuss noch nicht verstand, das, was dies Geschichte von einem Kunststück so etwas macht, das einen aufhorchen lässt. Ray Kessler hat kein Glück gehabt. Ray Kessler machte das seit 60 Jahren. Hat sein 10 Schuss als Teenager mit offener Visiering auf ein 1-Yard-Ziel abgegeben. Unter war 1968 Scharfschütz des United States Marine Corps in der Republik Vietnam gewesen, wo 1 Yards kein Preis auf einem Banner war, sondern die Entfernung, auf der Männer lebten oder starben, nachdem, ob man einen Wind lesen konnte, von dem einem niemand erzählt. Hat ein Winchester Repetiergewehr durch ein Teil in Vietnam getragen, in einem Krieg, der ihm sehr wenig gab und sehr viel nahm. Und war heimgekehrt und hat das einzig getan, wofür der Krieg noch tauglich gemacht hat, zu lehren. 22 Jahre lang hat Ray Kessler in Quantico und in Camp Perry als Schießesbilder des Marine Corps und als Distinguished Rifleman an der Line gestanden. Hat 2 Generationen junger Marines beigebracht, dass das Gier der Einfachstil ist, dass der Wind der Feind ist, dass die Flag einem die Wahrheit sagt, wenn man die Demut hat, es sei lange genig zu beobachten. Hat Wettkämpfe gewonnen, deren Namen die Jungen Leute in diesem Stand nahe gehört hatten. Wusste mehr über a Feinvisiering auf des Stands Verges sen, als die meisten von ihnen je lernen würden. Und war an einem Samstagnachmittag auf die Messe gekommen,
und hat alle nehmen lassen, es sei niemand Besonderes denn irgendwann hat Ray Kessler aufgehört, das Bedürfnis zu verspüren, denn es den Eindruck von jemandem zu korrigieren. Wenn sie von einem solchen Mann großgezogen wurden ruhig, sicher, das ganz Gewicht eines Lebens tragend, dem, geprahlt hat schreiben sie Sympathie in die Kommentar und sollen sie mir von ihm. Den Männer wie Ray wurden von Jahr zu Jahr seltener. Aber nichts davon nicht die Orden, nicht die Wettkämpfe, nicht die 22 Jahre und der Leinig war der Grund, warum Ray Kessler zu dieser Mess gekommen war. Und das ist der Teil dieser Geschichte, den sie am meisten hören lassen möchte. Der Jubel war kaum verklungen, als ein Stimme durch die Mensch schnitt. Alter, harter, die Art Stimme, die ein ganz Karriere lang gewohnt war, das man gehorcht. Platzmädchen, Lüt, die Mensch teilte sich, und hindurch kam ein Mann mit 60 im Sacko, breit wie ein Tarman, silbernem Haarschnitt und der Haltung eines Mannes, der viel Meilen der Spitze einer Formation gestanden hat. Die Mess hat als Hauptredner engagiert. Draußen im Banner stand sein Name und die Wort Sergeant Major A.D., United States Marine Corps. Sein Name war Frank Delgado. Hat den Tumult aus der Nachbarhall gehört, hat jemanden den Namen Kessler sagen hören, und war beinahe im Laufschritt gekommen. Blieb ein paar Schritt vor Ray stehen. Betrachtet das Gesicht des alten Mannes einen langen Moment, und die Hart Kommandos dem Verlies mit einem Schlag, was blieb, klang fast wie das eins Jungen. Gunny, sagte nur das. Gunny Kessler. Und der Name Sergeant Major Frank Delgado, der fast jeden überragte, der ihm einen Befehl gegeben hat, mitten auf dem Boden einer Fachmess, Haltungen und salutiert vor einem 78-jährigen Mann in verblichener Mütze. Die Mensch verstammt wohlständig. Dylan war ganz still geworden. Sergeant Major, sagte Ray Lees und erwidert den Gruß, und die bei den Männer gaben sich die Hand und hielten sie einen Moment zu lang. Dann wandte sich Delgado an die Mensch, und weil ein Mann war, der verstand, dass manche Dinge laut ausgesprochen werden müssen, sonst würden sie nie gesagt, sollt innen als. Sollt innen, dass dieser Mann, dieser still alte Mann, über den sie gelacht hatten, sein Schießesbilder gewesen war, als Delgado, ein 19-jähriger Rekrut war, der dies Platt nicht einmal mit einem Gartenschlauch getroffen hat. Sollt innen, dass Ray Kessler der Hälfte der leitenden Scharfschützen des Marine Corps beigebracht hat, den Wind zu lesen, und dass es Hutmänner gab, selbst schon Großväter, die nicht nach Haus gekommen wären, hat Ray ihnen nicht zuerst beigebracht, geduldig genig zu sein, ein Flag zu beobachten. Dann veranderte sich Delgados Stimme, word leiser, und sagte das, was erklärt, warum ein alter Mann mit schlechten Nähen einem Samstag zu einer Waffenmess gefahren war, einen einzigen Schuss abzugeben. Sein Sohn, Corporal Daniel Kessler, sagte Delgado, war der best young Marine, dem die Ehre hat zu dienen. Scharfschütz, General wie sein Vater. Wir haben Danny im November 2004 in Fallujah verloren. War 28 Jahre alt. Man hat ein Stecknadel fallen hören können auf diesem Schießstand. Ray sagte nichts. Blickte nur auf sein alten, fleckigen Hand hinunter, und Delgado, nahm sanfter, sprach für den Raum zu End, was Ray selbst nie ausgesprochen hat. Erklärt, dass dies Mess, dies ganz Veranstaltung ein Wohltätigkeitsaktion war, dass ein Teil Jeds Eintrittstickets in ein Stiftung ging, die den Kindern gefallener Marines das College bezahlt. Daniel Kessler hat eine Tochter, die 4 Jahre alt gewesen war, als ihr Vater in jener Stadt getötet wurde. Sie war jetzt 19 im gleichen Alter, in dem ihr Großvater gewesen war, als zum ersten Mal lernte,
den Win zu lesen und sie war im zweiten Studienjahr, mit einem Stipendium genor AUSDM Fonds, den dies Messunterstütz. Ray hat den Flyer für die Veranstaltung gesehen. Hat den Thiel über die Stiftung gesehen, und war 300 Meilen gefahren, ein alter Mann allein in einem Truck, nicht für die $20,000, sondern weil sein Enkelin Deutsch die Gut von fremden Deutsches Studium gebracht wird. Und Ray Kessler wusste nicht, wie man denke sagt außer in der einzigen Sprache, in der wirklich fließend gewesen war. Also war gekommen, ihnen etwas zurückzugeben. War gekommen, die Platt zu treffen. Als der Vertreter der Firma sich mit dem Schick durch die Mensch drängte $20,000, ausgestellt auf Raymond Kessler, der Preis, den fair und ehrlich vor 40 Zügen gewonnen hat, betrachtet Ray einen Moment lang in seinen Händen. Dann bat einen Stift. Dreht den Scheck auf der Eck des Statisches und unterschrieb jeden einzelnen Dollar an die Stiftung, an den Fonds, der Dannys Tochter getragen hat. Es war nicht mein Geld, sagte zu niemandem im Besonderen, als der Vertreter versucht zu widersprechen. Ich habe es nur einen Moment lang gehalten. Und hier ist, was sie über die Veränderung in dieser Mensch verstehen lassen möchte, dieselben Leute, die 40 Minuten zuvor gelacht hatten, lachten jetzt nicht mehr. Sie standen schlange, dem alten Mann die Hand zu schütteln. Erwachsen Männer wanten sich sich die Tränen abzuwischen. Und Dylan der Jung, selbstbewusst, ausrüstungsversus in Dylan, der diesem Mann gesagt hat, soll keine Patroni verschwenden. Dylan stand in der Leine, Tränen in den Augen, weil endlich verstanden hat, was ihn keine Ballistik abgei hat beibringen können, dass das wirklich der Einfachstil ist. Das alles, was in einem solchen Schussalt, im Mann dahinter lebt. In der Geduld, im Verlust, in den 60 Jahren der Still und das man nichts davon kaufen kann. Kam später zu Ray, als sich die Mensch gelichtet hat, und bracht zunächst kein Wort heraus. Ray so es und spart dem Jungen die Mühe, wie es alte Männer tun. Legte Dylan ein Hand auf die Schulter. Du hast gut Grundlagen, mein Jung, sagte Ich habe dich beobachtet, wie du das ganz Wochenende das Lagerwehr eingerichtet hast. Du vertraust dem Glas nur noch mehr als die Eier selbst. Das ist alles. Das kommt noch, und sagte Dylan, soll irgendwann auf einem richtigen Schießstand aufsuchen, zu einem Wettkampf über verschiedene Distanzen, und wird ihm sagen, was ein Flag einem Mann erzählen kann, der bereit ist,